Hallo! Heute ist ein schöner, ein sonniger Tag. Ich gehe heute schwimmen. Ich fahre nicht ans Meer, nicht zu einem größeren See, sondern zu einem kleinen Teich. Der Teich ist weit weg. Deshalb gehe ich nicht zu Fuß. Ich fahre nicht mit dem Fahrrad. Ich habe auch kein Motorrad, vroom, vroom, sondern ich fahre mit dem Auto. Kommst du mit mir mit? Super, dann brauchen wir nur noch den Autoschlüssel, die Autokarte und den Hausschlüssel. Na dann, komm mit! Hallo, wir fahren heute mit dem Auto. Wir sind hier in einer Parkgarage. Wir stehen hier auf einem Parkplatz nebenan. Daneben, guck mal, hier gibt es auch einen Parkplatz, einen größeren Parkplatz für Menschen mit Behinderung, für Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Der Rollstuhl und der Rollstuhlfahrer oder die Rollstuhlfahrerin. Denn ein Rollstuhlfahrer braucht natürlich mehr Platz. Beim Einsteigen in das Auto, hallo Auto, oder beim Aussteigen aus dem Auto. Aber jetzt nehme ich dich mit auf eine kleine Spritztour. Die Spritztour sagt man, wenn man mit dem Auto wohin fährt. Hallo, ich öffne die Tür, ich steige in das Auto, ich schließe die Tür, ich schnalle mich an oder ich gurte mich an. Der Rückspiegel. Okay. Die Seitenspiegel. Der rechte Seitenspiegel und der linke Seitenspiegel. Die Spiegel passen. Also starten wir den Motor. Wir fahren Retour. Wir fahren rückwärts. Guck mal, hier kannst du die Rückfahrkamera sehen. Jetzt fahren wir aus der Parkgarage. Guck mal, die Ausfahrt. Wir fahren mit dem Auto aus der Parkgarage. Und noch einmal nach rechts. Und es geht bergauf. Stopp! Zuerst müssen wir die wichtigsten Begriffe im Auto lernen. Also, du sitzt auf der Rückbank. Die Rückbank. Ich sitze im Fahrersitz. Ich
bin die Fahrerin. Und das hier ist der Beifahrersitz. Der Beifahrer oder die Beifahrerin. Das ist das Lenkrad. Das Lenkrad. Und eigentlich braucht man einen Schlüssel. Der Schlüssel. Aber ich habe keinen Schlüssel. Ich habe eine Autokarte. Ich lege die Karte in den Platz. Ich steige auf das Bremspedal. Die Bremse, ich bremse, stopp, ich bremse das Bremspedal und ich starte den Motor. Der Motor ist an. Wir können also losfahren. Aber Safety first, wir brauchen den Sicherheitsgurt. Der Gurt und ich schnalle mich an. Natürlich muss man, bevor man losfährt, überprüfen, ob die Hupe funktioniert. Sie funktioniert. Hüpf schnell hinein. Wir fahren schnell los. Und ich steige auf die Bremse. Mit der rechten Hand schalte ich auf D für Fahren. Ich steige auf das Gaspedal und wir fahren los. Ich fahre nach links und wir möchten nach rechts fahren. Wir gucken also nach links und nach rechts. Es kommt kein Auto, also können wir los. Wir schalten den rechten Blinker ein und los geht's. Hier vorne gibt es den Radweg. Wir müssen also immer überprüfen, ob Fußgänger oder Radfahrer kommen. Zum Glück kommt jetzt niemand und wir fahren nach links. Die Ampel ist grün. Wir fahren geradeaus. Die Ampel ist rot. Wir bremsen. Die Kreuzung. Wir fahren nach links. Die 30er-Zone. Hier darf man nur 30 km/h fahren. Wir biegen hier ab. Hier ist der Radweg. Wir gucken also ganz genau und fahren geradeaus. Auch hier darf man nur 30 km/h fahren. Und jetzt guck mal, siehst du die Zebrastreifen, die blau-weiß-schwarzen Schilder? Das Verkehrsschild bedeutet Vorsicht, hier ist ein Zebrastreifen. Der Zebrastreifen ist für Fußgänger. Wir fahren im Schatten und jetzt fahren wir in der Sonne.
Wenn die Sonne zu stark scheint und man keine Sonnenbrille hat, kann man die Sonnenblende verwenden. Die Sonnenblende. Die Sonnenblende hat auch einen Spiegel, aber den brauchen wir beim Fahren nicht. Das Stoppschild. Das Stoppschild. Und unter dem Stoppschild ist das Halten und Parken verboten Schild. Hier an dieser Straße darfst du nicht halten und nicht parken. Parken. So. Eine Person überquert die Straße und jetzt können wir weiterfahren. Der Gegenverkehr. Es kommt ein Auto entgegen. Der Gegenverkehr. Die Windschutzscheibe. Die Windschutzscheibe ist schmutzig. Wir reinigen die Windschutzscheibe. Jetzt ist die Windschutzscheibe sauber. Viele Autos parken hier. Ein Auto parkt einparken. Das Auto parkt gerade ein. Oh je, das Auto hatte einen Unfall. Der Tank ist fast leer. Wir müssen jetzt das Auto tanken. Wir tanken das Auto. Leider ist unser Auto kein Elektroauto. Unser Auto fährt mit Benzin. Elektro wäre natürlich besser für die Umwelt. Wir schließen den Tankdeckel und komm mal her. Wir haben fast 28 Liter getankt und das kostet uns ungefähr 50 €. Autofahren ist ganz schön teuer, oder? Hallo. Zapfsäule 3, bitte. Voll gerne. Bar oder mit Karte? Mit Karte. Mit Karte. Bitte schön. Danke sehr. Das Zettelchen. Dankeschön. Ebenfalls. Wiederschauen. Danke. Der Tank ist voll. Also kann es jetzt weitergehen. Ach, guck mal, hier gibt es eine Fahrschule. In der Fahrschule lernt man Autofahren. Und hier ist die U-Bahn-Station. Der Kreisverkehr. Der Kreisverkehr hat mehrere Ausfahrten. Das Verkehrsschild Vorrang geben.
Es kommt niemand, also können wir in den Kreisverkehr einfahren und wir nehmen die zweite Ausfahrt. Der Weg 471 in Richtung Ismaning folgen. Die Autobahn. Ich fahre auf der Autobahn. Ich fahre 110 km/h, also 110 Kilometer pro Stunde. Wir fahren auf der ersten Spur. Die erste Spur ist die langsame Spur und die linke, ganz linke Spur, also die dritte Spur ist die schnellste Spur und wir fahren jetzt ab. Wir fahren von der Autobahn hinunter und wir biegen rechts ab. Und wir fahren nach rechts. Wir biegen ab. Wie du sehen kannst, war ich gerade schwimmen und jetzt fahre ich nach Hause. Das Parkhaus, die Garageneinfahrt. Wir fahren in das Parkhaus. Das war ein schöner Tag. Was machst du an einem schönen, sonnigen Tag? Schreib's mir doch in die Kommentare.